Bereits 1963 wurde bei Baggerarbeiten etwa 30 Kilometer südwestlich von Halle bei Stetten in der Nähe des Süßen Sees ein Glockenbechergrab entdeckt, das in die Zeit 2200 vor Christus datiert. Und das Grab schaut in so einem Museum wie unseren am Anfang unscheinbar aus, hängt aber mit der Himmelsscheibe und anderen bedeutenden Funden zusammen und zeigt uns die Hierarchisierung, also die gesellschaftliche Schichtung und wie diese entstand zur damaligen Zeit. Wir wissen, die Glockenbecher sind aus Osten eingewandert. Die Glockenbecher sind die Menschen, die Pömmelte aus- und aufbauen und die in direkter Verbindung zu Stonehenge stehen. Der dortige Amesbury Archer, der Meister von Stonehenge, der Boxer Bowman, die stammen ebenfalls aus der Glockenbecherkultur. Möglicherweise kommen sie sogar aus unserer Region nach einer langen Wanderung durch Europa. Wir haben hier einen typischen Glockenbecher, allerdings der späten Phase um 2200, der dann schon unverziert ist. Wir haben hier 3 Pfeilspitzen, sodass wir sehen, das ist ein Krieger. Im Gegensatz zur vorhergehenden Schnurkeramik sind jetzt die Pfeilspitzen das Distinktionsmittel der Krieger. Dort waren es die Streitäxte. Und wir haben einen sehr kleinen, vermutlich symbolischen Dolch von nur wenigen Zentimeter Durchmessern, allerdings aus Kupfer. Was das Ganze allerdings auffällig und ganz bedeutsam macht, sind die unscheinbaren Werkzeuge wie in Eberzahn und die Teile eines Hirschgeweihs. Und diese Eberzähne sind typisch für Metallurgen. Man kann dort Edelmetall, beispielsweise Gold, glätten, etwa das Gold der Himmelsscheibe. Und Gleiches gilt für die Bearbeitung von Metallen für diese Rehgeweihe oder Hirschgeweihteile. Ganz wichtig ist dafür aber und signifikant ist ein sogenannter Cushion Stone, also ein Stein, hier dieser Sandstein, gleichsam ein Amboss, mit dem man etwa Gold oder andere Edelmetalle oder aber auch Kupfer bearbeiten konnte, auf denen man diese Metalle hämmern konnte oder auch schleifen konnte. Wir haben tatsächlich an diesem Cushion Stone Reste von Metallbearbeitung gefunden. Häufiger gibt es an solchen Cushion Stones sogar Reste von Goldbearbeitung. Der Grab von Stetten zeigt uns also hier schon eine gewisse Hierarchisierung. Er zeigt, dass es Menschen gibt, die die Metalle beherrschen. Er führt hin zu dem Grab von Leubingen. Wir wissen ja, im Grab von Leubingen gibt es ebenfalls einen Cushion Stone, der uns anzeigt, dass der Fürst von Leubingen jemand ist, der die Transformation in ein solches Metall beherrscht, jemand, der Metall bearbeiten kann. Und diese Metallurgentradition geht eben zurück auf diese Gräber, reicht mehrere Jahrhunderte bis letztlich später dann zum Grab von Sachsenburg, wo sich dies dann verliert. Die Tradition der Selbstdarstellung als jemand, der die Metalle beherrscht, als jemand, der das Feuer beherrscht, als jemand, der transformieren kann, diese Art der Selbstdarstellung reicht von der Glockenbecherzeit bis zum Grab von Sachsenburg, also von 2300 etwa bis etwa 1550 vor Christus, über nahezu 800 Jahre. Dazwischen liegt Leubingen, der mächtigste Fürst, der das Metall transformiert, da wir nicht wissen, ob eine ähnliche Statusdarstellung auch im allerreichsten Grab in Dieskau vorhanden war. In jedem Fall, die Metallbeherrschung und ihre Darstellung im Grab beginnt hier in Mitteldeutschland mit diesem Grab von Stetten und führt uns direkt über Leubingen zur Himmelsscheibe von Nebra.